Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die gesamte Weltwirtschaft nach der Logik eines Betrugs funktioniert? Jeder Dollar, den Sie sparen, jede Altersvorsorge, in die Sie einzahlen, jede Hypothek, die Sie abbezahlen, ist Teil einer Struktur, die nur überleben kann, wenn sich mehr Menschen anschließen und das Geld nach oben pumpen. Das ist kein Schneeballsystem in irgendeiner dunklen Ecke der Finanzwelt. So funktioniert die moderne Welt. Und hier ist die harte Wahrheit. Der einzige Grund, warum sie noch nicht zusammengebrochen ist, dass Regierungen, Banken und Zentralbanken sie ständig mit neuen Mitarbeitern, neuen Krediten und neuen Illusionen versorgen. Die eigentliche Frage ist nicht, ob dieses System zusammenbrechen wird. Die Frage ist, wer zerschmettert wird, wenn es passiert. Um das zu verstehen, müssen wir zunächst verstehen, was ein Ponzi-System eigentlich ist. Es ist nicht kompliziert. Ein Ponzi-System verspricht außergewöhnliche Renditen, doch anstatt echten Wert zu schaffen, zahlt es bestehende Investoren mit dem Geld neuer Investoren aus. Charles Ponzi machte die Idee 1920 berüchtigt, indem er Investoren eine Rendite von 50% in nur 90 Tagen versprach. Anfangs zahlte er mit dem Geld neuer Investoren zurück und erweckte so die Illusion von Erfolg. Die Leute schütteten Geld in dieses System, weil sie glaubten, es sei sicher. Doch die Kalkulationen waren gnadenlos. Jede Ebene brauchte mehr Leute als die vorherige. Innerhalb weniger Monate brach das System zusammen und Tausende gingen bankrott. Ponzi ging ins Gefängnis, aber sein Name lebt weiter. Ein Ponzi-System ist nicht nachhaltig, weil es endloses Wachstum in einer begrenzten Welt erfordert. Irgendwann sind die Trottel erschöpft. Und das Beunruhigende daran, lässt man die rechtlichen Anforderungen außer Acht, funktioniert die Weltwirtschaft nach demselben Prinzip. Schauen Sie sich um. Regierungen leihen sich Billionen Dollar, nicht von den tatsächlich geschaffenen Werten, sondern von zukünftigen Generationen. Indem sie Kredite aufnehmen, um Aktienrückkäufe zu finanzieren, bereichern Unternehmen ihre Aktionäre und verschieben gleichzeitig die Rechnung auf die Zukunft. Haushalte leben von Kreditkarten und Hypotheken, zahlen endlos Zinsen, während sich das Kapital kaum bewegt. Aber was ist mit dem Geld selbst? Es ist nicht durch Gold, Silber oder irgendetwas Greifbares gedeckt. Es wird jedes Mal aus dem Nichts geschaffen, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Das ist der Aspekt, den die meisten Menschen übersehen. Das Geld in ihrer Tasche wurde nie gedruckt, wie sie vielleicht denken. Es wurde verliehen. Beim Teilreservebanking muss Ihre Bank von einer Einzahlung von $1000 nur einen kleinen Teil, sagen wir 10%, in Reserve halten. Der Rest kann verliehen werden. Dieser Kredit wird zu neuem Geld im System und kann bei einer anderen Bank eingezahlt werden, die dann einen Teil davon hält und den Rest verleiht. Das System kann aus einer einzigen Einlage von $1000 mehrere $1000 an neuen Krediten generieren. Auf dem Papier fühlt sich jeder reicher. In Wirklichkeit sind es nur pyramidenförmig übereinander gestapelte Nachfrageschichten. Und dieses System funktioniert, solange das Vertrauen erhalten bleibt und nicht alle gleichzeitig Einlagen verlangen. Wird dieses Vertrauen erschüttert, kommt es zu Bankruns, Insolvenzen und Rettungsaktionen, genau wie in der Weltwirtschaftskrise und 2008. Das geschah nicht über Nacht. Es hat eine Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Welt im Bretton-Woods-System neu aufgebaut, in dem der US-Dollar an Gold gekoppelt war. Dieses System brach 1971 zusammen, als Richard Nixon die Goldgrenze schloss. Seitdem basiert die Weltwirtschaft vollständig auf Fiat-Geld, einer staatlich ausgegebenen Währung, die nur durch Vertrauen gedeckt ist. Und Vertrauen ist fragil. Um das System über Wasser zu halten, mussten Regierungen ewiges Wachstum versprechen. Wachstum finanziert durch Schulden. Wachstum finanziert durch Inflation. Wachstum finanziert durch ihre Arbeit. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist die Struktur eines Pyramidensystems. Denken Sie an Rente und Sozialversicherung. Diese stammen nicht aus einem magischen Topf, in den Sie einzahlen. Sie stammen aus den Beiträgen junger Arbeitnehmer, die heute einzahlen. Das ist in Ordnung, solange die Basis der Pyramide weiter wächst. Aber in Ländern mit alternder Bevölkerung, Japan, Italien, sogar den USA, zahlen immer weniger junge Menschen in ein System ein,
das zunehmend von den Rentnern abhängig ist. Es ist ein demografisches Pyramidensystem und die Rechnung geht nicht auf. Regierungen versuchen, die Lücke zu schließen, indem sie mehr Kredite aufnehmen und mehr Geld drucken, aber sie machen es nur noch schlimmer. Oder denken Sie an den Immobilienmarkt. Jahrzehntelang wurden die Preise nicht durch den Wert der Häuser selbst bestimmt, sondern durch die Höhe der Kreditaufnahme neuer Käufer. Jeder Anstieg wird durch neue Marktteilnehmer am unteren Ende befeuert. Doch wenn die Erschwinglichkeit einbricht, wie es jetzt geschieht, schrumpft die Basis der Pyramide. Die Illusion zerbricht und das Vermögen von Millionen verschwindet. Auch die Finanzmärkte funktionieren nach demselben Prinzip. Aktienbewertungen werden nicht nur durch Gewinne bestimmt, sondern auch durch die Erwartung, dass morgen jemand anderes zu einem höheren Preis kauft. Krypto? Die Definition eines Pyramidensystems. Frühe Anwender werden nur reich, wenn eine Gruppe von Nachzüglern in Kryptowährungen investiert. Aber um es klar zu sagen, es geht nicht nur um Kryptowährungen. So funktioniert das gesamte Finanzsystem. Doch was passiert, wenn es zusammenbricht? Dann tritt der wahre Pyramidenbetrüger in Erscheinung, die Federal Reserve. Als 2008 die Immobilienpyramide endgültig zusammenbrach, druckten die Federal Reserve und die Zentralbanken weltweit Billionen von Dollar. Sie nannten es quantitative Lockerung, aber es war nichts anderes als die Vermehrung von frischem Geld, um das System über Wasser zu halten. Alte Schulden wurden mit frischem Geld getilgt. Verluste wurden sozialisiert, während die Gewinne privat blieben. Die Pyramide brach nicht zusammen. Sie wurde wieder aufgebaut, größer. Und die Kosten wurden durch Inflation, Sparmaßnahmen und den allmählichen Verlust der Kaufkraft auf den Sparer, den Arbeiter, den Steuerzahler, auf sie abgewälzt. Die Geschichte zeigt dieses Muster deutlich. Die Südseeblase von 1720, als Investoren Geld in Handelsversprechen mit Südamerika steckten, nur um zu verschwinden, als der Plan scheiterte. Die große Depression der 1930er Jahre, als Spekulationsblasen platzten und Millionen alles verloren. Die japanische Vermögensblase der 1980er Jahre, als Land in Tokio mehr wert war als alles Land in Kalifornien, bis alles im verlorenen Jahrzehnt zusammenbrach. Jeder Fall offenbart die gleiche DNA. Systeme, die endlos neues Geld und endlos neue Überzeugungen verlangen, bis sie der Realität ins Auge blicken. Die unbequeme Wahrheit ist, dass wir die Pyramide normalisiert haben. Wir nennen sie Wachstum, wir nennen sie Konjunkturimpulse, wir nennen sie Wirtschaft. Aber wenn das System ohne ständige Zufuhr neuer Schulden und neuer Gläubiger nicht überleben kann, ist es vielleicht gar nicht grundlegend. Vielleicht ist es ein auf Sand gebautes Gebilde, und vielleicht stehen wir nur unten und halten es aufrecht. Heute ist die Pyramide größer denn je. Die globale Verschuldung wird auf über 300 Billionen Dollar geschätzt, das Dreifache der jährlichen Wirtschaftsleistung der Welt. Denken Sie einmal darüber nach. Der gesamte Planet muss 3 Jahre kollektiver Arbeit leisten, bevor er die Gewinnschwelle erreicht. Dennoch reden Politiker, Ökonomen und Zentralbanker, als seien die einzige Lösung mehr Schulden, mehr Wachstum und mehr Kredite aus der Zukunft, um die heutigen Defizite zu decken. Es ist wie ein Schneeballsystem, das jeder kennt, aber niemand wagt es zu schließen, denn sobald es stoppt, bricht die gesamte Struktur zusammen. Deshalb schlägt die Inflation so hart zu. Inflation ist die stille Art und Weise, wie die Pyramide Opfer fordert. Die Preise steigen nicht nur aufgrund von Angebot und Nachfrage, sondern weil jedes Mal, wenn Regierungen Defizite aufweisen oder Zentralbanken die Märkte retten, neues Geld in das System fließt. Wenn Geld schneller geschaffen wird als sein realer Wert, verlieren Löhne, Ersparnisse und Renten ihre Kaufkraft. Inflation ist kein Zufall. Sie ist der eingebaute Preis, der die Pyramide am Leben erhält. Mit ihr sagt das System: Wir lassen es noch 1 Jahr leben, aber Sie, der Durchschnittsbürger, werden den Preis dafür zahlen. Das demografische Problem ist sogar noch gravierender. Im Westen hängen Sozialversicherung und Rente davon ab, dass jüngere Arbeitnehmer ältere Rentner unterstützen. Doch die Geburtenraten sinken, die Lebenserwartung steigt und die Basis der Pyramide schrumpft.
Japan verkauft bereits mehr Erwachsenenwindeln als Babywindeln. Das ist nicht nur eine demografische Tatsache, es ist eine wirtschaftliche Zeitbombe. Dasselbe passiert in Europa und zunehmend auch in den USA. Die Struktur dieser Rentensysteme ähnelt einer Pyramide. Geld fließt nur so lange nach oben, wie es unten genügend neue Mitglieder gibt. Ohne nachhaltiges Wachstum wird dieses Versprechen nicht eingehalten. Und die Abhängigkeit von Rettungspaketen wird immer größer. Jeder größere Crash des vergangenen Jahrhunderts hatte die gleiche Reaktion. Die große Depression brachte den New Deal und die Ausweitung des Fiat-Geldes mit sich. Die Ölkrisen der 70er Jahre führten zum Recycling der Petrodollars. Ölgewinne flossen in US-Staatsanleihen, um die Maschine am Laufen zu halten. Die Immobilienkrise von 2008 führte zu quantitativen Lockerungen in Billionenhöhe. Die Pandemie von 2020 brachte noch mehr, in beispiellosem Ausmaß. In all diesen Fällen bestand die Antwort nicht darin, das System neu zu starten. Sie bestand darin, den Einsatz zu verdoppeln, die Pyramide zu erweitern und die Abrechnung noch weiter hinauszuzögern. Unterdessen sind die Gewinner immer dieselben. Wie bei einem Schneeballsystem streichen diejenigen, die früh einsteigen und an der Spitze bleiben, am meisten ein. Banken kassieren Zinsen auf das Geld, das sie aus dem Nichts schaffen. Unternehmen geben Schuldtitel aus, um Aktien zurückzukaufen und den Kurs von Führungskräften in die Höhe zu treiben. Politiker versprechen Vergünstigungen, von denen sie wissen, dass sie später von anderen bezahlt werden. Und sie, der Sparer, der Arbeiter, der Nachzügler, bleiben auf den Kosten sitzen. Deshalb ist der Vergleich mit der Pyramide so wichtig. Denn wenn Sie ihn einmal gesehen haben, können Sie ihn nicht mehr vergessen. Die Weltwirtschaft ist noch nicht zusammengebrochen, weil Regierungen über Instrumente verfügen, die Schneeballsystemen nie zur Verfügung standen. Die Macht, Geld zu drucken, Steuern zu erheben und Kriege zu führen, um Ressourcen zu sichern. Aber die Struktur ist dieselbe. Sie erfordert endlos neues Geld, endlos neue Gläubige und endloses Wachstum. Und keine Pyramide kann ewig wachsen. Was ist also die Lehre daraus? Erstens. Hören Sie auf zu glauben, das System sei darauf ausgelegt, Ihnen zu nützen. Das ist es nicht. Das Finanzsystem ist darauf ausgelegt, sich selbst zu schützen, nicht Sie. Inflation, Schulden, Rettungsaktionen, das sind keine Mängel, es sind Merkmale. Sie sorgen dafür, dass die Pyramide sich selbst erhält. Zweitens. Verstehen Sie, dass wahrer Reichtum nicht in den Versprechungen des Systems liegt. Wahrer Reichtum liegt in den Vermögenswerten, die außerhalb des Systems existieren. Fähigkeiten, Netzwerke, materielle Ressourcen, diversifizierte Anlagen, die nicht verschwinden, wenn das Vertrauen in das System erschüttert wird. Und schließlich, denken Sie daran, dass finanzielle Freiheit nicht dadurch entsteht, dass man auf staatliche Rettungsaktionen wartet. Sie entsteht dadurch, dass man lernt, wie das System funktioniert und seinen Fallen entgeht. Die Weltwirtschaft mag rechtlich kein Pyramidensystem sein, aber sie ist strukturell mit ihm kompatibel. Sie überlebt nur, solange die Basis sie speist. Und wenn uns die Geschichte etwas gelehrt hat, dann, wenn die Basis geschwächt wird, wenn neues Geld versiegt, wenn das Vertrauen gebrochen wird, ist der Niedergang unaufhaltsam. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und der Reim ist eindeutig. Wer eine Pyramide mit einem Fundament verwechselt, bricht unter seinen Füßen zusammen. Wenn Ihnen das neue Perspektiven eröffnet, abonnieren Sie uns. Die Geschichte hat die Antworten und ich zeige Ihnen, wo Sie suchen müssen.